immer wieder aufregend. Willkommen bei Musculus. Mein Name ist Werner Brix und ich treffe heute wieder Doktorin Simone Weiß, um mit ihr über ein Spezialthema zu sprechen, die Nusinersen-Therapie, einer medikamentösen Therapie bei spinaler Muskelatrophie, kurz SMA. Liebe Frau Doktorin Weiß, schön, dass Sie wieder Zeit für uns haben. Schon in unserem letzten Gespräch ging es unter anderem um Therapien bei SMA. Heute können Sie uns eine dieser Therapien näher erklären. Die Therapie mit Nusinersen oder auch Spinraza genannt, kommt ausschließlich bei der spinalen Muskelatrophie zum Einsatz. Diese Therapie ist auf diese Erkrankung und den ganz speziellen genetischen Hintergrund dieser Erkrankung maßgeschneidert und kann bei keiner anderen Erkrankung angewandt werden. Die spezielle genetische Situation bei der spinalen Muskelatrophie ist die, dass die Erkrankung dadurch zustande kommt, dass das SMN1-Gen einen Defekt hat. Gleichzeitig gibt es aber auch das SMN2-Gen, das die Funktion von diesem kaputten Gen zumindest teilweise übernehmen kann. Je nachdem, wie gut dieses SMN2-Gen arbeitet oder wie viele Genkopien von diesem SMN2-Gen vorhanden sind, das bestimmt den Verlaufstyp. Je weniger SMN2-Gen vorhanden ist, umso schwerer die Verlaufsform, je mehr davon vorhanden ist, umso milder die Verlaufsform. Die Therapie mit dem Nusinersen macht jetzt, dass dieses SMN2-Gen die Funktion so verbessert, dass es die Funktion vom SMN1-Gen so gut wie vollständig übernehmen kann. Das heißt, es wird nicht das kaputte Genprodukt repariert, sondern es wird das Ersatzgen optimiert. Und damit ist diese Therapie auch wirklich nur ausschließlich für die spinale Muskelatrophie geeignet. Das klingt an und für sich nach einer sehr cleveren Lösung. Wann sollte man denn jetzt mit einer Nusinersen-Therapie beginnen? So früh wie möglich. Eigentlich sollten wir vor Auftreten von Symptomen beginnen. Wir wissen, dass wenn man bei den Kindern die Therapie beginnt, bevor noch eine Muskelschwäche zu sehen ist, dass sie eine normale motorische Entwicklung zeigen oder eine fast normale motorische Entwicklung. Wie finden wir jetzt die Kinder, wenn sie noch keine Symptome haben oder ein älteres Geschwisterkind, das betroffen ist? Wir finden die Kinder, wenn wir danach suchen, aktiv danach suchen, und das wäre möglich im Neugeborenen-Screening. Neugeborenen-Screening ist eine Untersuchung, die in Österreich und auch in den meisten anderen Ländern bereits etabliert ist, bei denen man durch einen kleinen Fersenstich bei den Neugeborenen ein paar Tropfen Blut gewinnt und diese auf Erkrankungen untersucht, die behandelbar sind. Das sind in erster Linie Stoffwechselerkrankungen, aber es wäre jetzt auch diese spinale Muskelatrophie. Wirkt diese Therapie eigentlich nur bei Kleinkindern oder auch bei älteren Kindern oder jungen Erwachsenen? Wir wissen, dass auch bei den milderen Verlaufsformen die Therapie hilft und dass damit das Fortschreiten der Erkrankung zum Stillstand gebracht werden kann. Wir wissen, je kürzer der Abstand zwischen Symptombeginn und Anwendung der Therapie auch bei älteren Patienten ist, umso besser für die weitere motorische Entwicklung oder für das Hintanhalten einer Muskelschwäche. Und wir wissen aber auch, dass selbst bei Patienten, die die Erkrankung schon sehr lange haben, die Therapie hilft. Dass also auch bei diesen Patienten eine Stabilisierung eintreten kann und in manchen Fällen sogar auch eine leichte Verbesserung. Das heißt, wie so oft, so früh wie möglich abklären. Da könnte das Neugeborenen-Screening direkt nach der Geburt wichtige Informationen liefern. Ich bedanke mich jedenfalls wieder für das Gespräch, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Wenn auch Sie die österreichische Muskelforschung unterstützen möchten, finden Sie nähere Informationen unter www.muskelforschung.at. Wir freuen uns natürlich auch über ein Gefällt mir und Ihre Anregungen oder Fragen im Kommentarbereich. Danke wieder für Ihr Interesse. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und denken Sie dran, Wissen hilft.